Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Heute begeben wir uns auf eine spannende Reise durch Schweden, um die vielen versteckten Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg zu entdecken. Diese faszinierenden Relikte erzählen uns eine Geschichte aus einer vergangenen Zeit und bieten einen Einblick in die Geschichte dieses Landes. Begleitet uns, während wir die Geheimnisse dieser beeindruckenden Bunker aufdecken, ihre Bedeutung im Zweiten Weltkrieg verstehen und die Architektur und Geschichte hinter ihnen erkunden. Schweden birgt viele verborgene Schätze und heute werden wir einige von ihnen gemeinsam enthüllen. Also bleibt dabei und begleitet uns auf unserer Entdeckungsreise. Vergesst nicht, den Like-Button zu drücken und unseren Kanal zu abonnieren, um keine weiteren aufregenden Abenteuer zu verpassen. Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wie ihr sehen könnt, ich bin jetzt gerade hier auf einer Straße und links von mir ist ein See und rechts steigt das Gelände hier ein bisschen an und wir sind nach wie vor in Schweden unterwegs zur Grenze Norwegen und es gilt weiterhin weitere Bunkersysteme zu entdecken, die die Schweden damals in aller Eile errichtet haben. Und ja, wir schauen uns das einfach mal an, was es da jetzt so gibt für einzelne Stellungen. Und würde sagen, bis gleich. Also das Ganze ist halt absolut hier drin versteckt. Also es gibt jetzt hier keinen Wanderpfad oder irgendwas. Hier führt wirklich nur einfach die Straße her. Und ihr könnt hier schon erkennen, hier sind die Drachenzähne, die Findlinge, die man grob zurechtgehauen hat für die Panzersperre. Das ging jetzt hier rüber. Und wir müssen jetzt irgendwie versuchen, hier hochzukommen. Da erstmal einen Weg finden. So, los geht's. Es gilt immer hier ein bisschen aufzupassen, ob sich hier was schlängelt, weil dieses Jahr durch diesen heißen Sommer auch hier in der Gegend sind wohl Kreuzottern sehr aktiv. Die sind jetzt nicht mega gefährlich, aber man eher reagiert unterschiedlich auf die Bisse. Also für einen Erwachsenen sind die jetzt nicht unbedingt kritisch. Aber man kann es jetzt auch nicht verharmlosen, weil man immer nicht weiß, wie man darauf reagiert. Das ist ähnlich wie in Italien mit der Aspisviper. Deshalb, ja, immer vorsichtig, gerade hier, wo Steine sind. Okay. Ach, ich sag's gerade noch, Leute. Hier, vor mir. Ihr seht es da. Da seht ihr es ganz genau. Das ist eine Kreuzotter. Die schlängelt sich jetzt da unten rein. Ich lasse jetzt erstmal reinziehen. Genau, und weg ist sie. Oh, ich habe es gerade noch gesagt. Da muss man erstmal wieder kurz innehalten, sich der Gefahr bewusst sein. Wie gesagt, ich habe hier halbhohe Stiefel an. Aber ja, das ist halt wie gesagt eine Gefahr. Deshalb kann ich euch da nur ermahnen. Ihr müsst immer gucken, wenn ihr hier querfeldein geht, wenn das keine befestigten Wege sind. So, und die ist jetzt in dem Loch verschwunden. Das heißt, hier könnten überall weitere Schlangen drin sein. Und deshalb können wir hier nicht so durchhämmern wie die letzten Bauer, sondern das mit Bedacht angehen. Okay, also ich werde meinen Blick immer jetzt mal Richtung Boden zeigen lassen. Also nicht wundern, wenn ich euch nicht immer direkt in die Kamera schauen kann. Aber ihr habt es gesehen. Okay. Ja. Und schon sind wir oben. Wir haben hier einen Eisenpin. Vielleicht hat man hier wieder eine mobile Sperre errichtet.
weil das hier so aufgebaut ist. Ich weiß nicht, wie das hier unten dann weitergegangen wäre. Die Straße hat man sicherlich mal neu geschottert und alles mögliche, Leitplanken ran gemacht. Und hier geht es jetzt straight nach oben. Ich werde jetzt aus Sicherheitsgründen, wie gesagt, jetzt erstmal so standalone hier hochgehen ohne euch und mich dann von da oben melden, weil hier sind jetzt erstmal nur die Findlinge. Aber ich will mich, wie gesagt, ein bisschen konzentrieren, dass ich jetzt hier nicht irgendwie auf eine Schlange trete. So, ich habe mich jetzt hier schon mal hochgekämpft. Hier unten, ich habe mir jetzt sogar schon einen Schlangenstab gebaut, beziehungsweise genommen, um einfach vor einem bisschen ein bisschen aufzuschrecken, damit ich die Schlange vielleicht vorher schon sehe, ehe ich den Schritt mache. Ja, hier unten sind, wie gesagt, das seht ihr jetzt schon wieder fast gar nicht mehr, die Findlinge, die gehen hier weiter. So, jetzt sind wir hier auf den ersten Anhöhen und ich glaube hier oben irgendwie was entdeckt zu haben, was so ein Doom sein könnte, so eine Kuppel. Ich hoffe, ich liege richtig, weil die Angaben, die mir zur Verfügung stehen, für jetzt, die sind leider nur spärlich. Wow. Also ich bin jetzt hier eigentlich schon zum späten Nachmittag unterwegs, aber ihr könnt sehen, ich bin schon wieder komplett durch. Hier unten ist der See. Haben wir auch unser Lager aufgeschlagen. Und hier, hier haben wir schon die ersten Relikte, so wie es aussieht. Wow. Das hat man mal notdürftig vor Zeiten hier abgesperrt. Wow. Tatsächlich. Hier ist eine Unterkunft. Ja, hier ist ein... Bevor ich jetzt runtergehe. Ich bin jetzt irgendwie so extrem getriggert durch die Schlange. Ja, das ist Wahnsinn. Hier habt ihr auch noch was. Hier hat man wahrscheinlich, so wie es aussieht, hier auch Sturmbarrieren errichtet, damit man halt nicht vom Rücken aus so einfach angegriffen werden kann. Das war üblich, dass man dann sich da nochmal entsprechend absichert. Ja, hier seht ihr. Ja. Wow, krass. Es geht hier unten durch. Da rein. Dann gucken wir gleich nochmal, ob wir da rein spionieren können. Hier ist schon ein bisschen verschüttet zum Teil. Das ging wahrscheinlich in einem durch. Ja, guckt mal Leute, hier. Wow, krass. Hier habt ihr die Befestigung, wo der Stacheldraht durchgezogen wurde. Seht ihr? Ich guck mal, ich habe jetzt die große Taschenlampe noch hinten im Rucksack. Aber werde ich auch gleich rausholen. Oh, ja, hier. Das ist zu, hier war wahrscheinlich wie so eine Scharte. Ja, und zum Teil halt betoniert, ne? Da unten auch. Ja, da hinten ist das Ende. Und hier konnte man dann über eine Trittleiter einsteigen. Ich sag's euch, und auch Mücken sind extrem. Also ist jetzt schon wieder alles nicht so einfach, aber wer sagt, dass das einfach ist? Da oben, wenn ihr es erkennen könnt, ich kann es auf der Kamera schlecht zeigen, weil ich gegen das Licht filme, ich hoffe ihr seht das auch, ist eine Glocke höchstwahrscheinlich, ein Doom. Okay, ich werde mich mal da hochkämpfen und dann gucken wir uns das an. So. Weiter geht's auf dem Weg zu dem Doom oder Dome. Dome wird es eigentlich, glaube ich, ausgesprochen. Ich
Ich hau das manchmal mal so ein bisschen durcheinander. Und so wie es aussieht, haben wir zwei. Da könnt ihr sehen. Und hier vor uns. Ja, krass. Und ihr könnt das Gelände hier erkennen. Das ist, wir sind Gott sei Dank im Breitengrad, wo man hier Moos und Flechten und sowas hat. Und ab und an die Nadelbäume, aber trotzdem ist das nicht einfach hier durch, sich hier durchzukämpfen. Und wenn das in unserem, ja, es ist ja letztendlich ja alles noch Europa, aber wir sind halt einfach nördlicher und da ist die Vegetation nicht mehr so krass. Wenn das bei uns in Deutschland wäre, das könntest du gar nicht finden dann, wenn das hier nicht bewirtschaftet wird. Wow. Wir haben hier eine 360 Grad Kuppel, 360 Grad Dom. Hier sind sogar noch die alten Holzbretter, die man hier als Schadenschutz verwendet hat. Und ihr könnt sogar erkennen, hier mit der Stahlummantelung, dass man hier auch nochmal eine zusätzliche Abtrennung gemacht hat, logisch. Weil diese Kuppel, trotz dass man das hier aus Naturstein gemacht hat, die unten ist aber auch schon wieder betoniert, der untere Teil, dass man die natürlich gesehen hätte. Hier auch nochmal ganz schön hier zugemacht und hier vorne scheint der Eingang zu sein. Ja, hier ist der Eingang. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt aufkriege. Und was das hier ist, vielleicht ist das hier für einen Ofen. So ein Abzugsrohr. Weiß ich nicht, sonst hätte ich jetzt keine Idee. Ich versuche das mal irgendwie hier zu öffnen. Und dann sehen wir weiter und dann gucken wir mal, ob wir in diese Richtung weitergehen. Ich war jetzt gerade eben mal live gewesen. Auf TikTok. Das war jetzt nur mal ein Test. Und jetzt sind wir hier wieder dabei. Deshalb gehe ich jetzt gerade noch mal eben zu dem ersten Dom für das 360 Grad MG. Irgendwas hat hier gerade geknallt. Komisch. Da sind wir an der Kuppel. Und da ist das Schloss nämlich offen. Ja, habt ihr hier jetzt die Tür? So eine Doppeltür, die ist aber schon hier zusammen getackert worden. Oh, die ärgern mich die ganzen Fliegen und die ganzen Moskitos. Ja. Ja, und hier habt ihr jetzt im Prinzip wieder diese Glocke. Hier hat man jetzt das Maschinengewehr hingestellt und konnte das jetzt halt, wie man wollte, in die entsprechende Position verschieben, drehen und hatte hier sogar Möglichkeit, Sichtschutz davor zu machen. Da habt ihr auch die Klappen für drinnen, um die Scharen zu schließen. Ja. Und davon gibt es jetzt hier 2 Stück, die ich jetzt hier gefunden habe. Ja, auch nochmal die Möglichkeit, damit Soldaten ihre Kleidung aufhängen können. Hier ist auch irgendwie, das ist wahrscheinlich so Moniereisen, was man benutzt hat vielleicht, um, ja, vielleicht für den Ausbau draußen, also um Stacheldraht zu ziehen, Barrieren zu errichten, weil das habe ich da draußen schon so ähnlich gesehen gehabt. So, ich mache jetzt hier erstmal wieder zu. So, der zweite ist da oben. Opa. Ja, muss ich aufpassen. Hier ist auch noch mal
der Bereich so ein bisschen aufgehäuft. Damit man wahrscheinlich da auch mal eben hier rausgucken kann. Ja, wie viele Stellungen es im Einzelnen gibt, ist nicht bekannt. Nichts mehr groß gefunden. Also es gibt sehr wenig Literatur überhaupt über gewisse Anlagen. Es war ja alles mal Militärgebiet und ja, wenig halt. Also es gibt einschlägige Literatur von den Schweden selber. Das müsste man sich alles übersetzen, wo das Thema halt behandelt wird, aber auch nicht jede Anlage im Detail oder so. Deshalb ist das, was man findet, dann halt immer so eine kleine Überraschung. So, und hier habt ihr wieder diesen Dom. Hier die Moniereisen für eine zusätzliche Abtarnung, die man hier drin angebracht hat, also Tarnnetze etc. Und hier halt die Schießscharten. Hier drinnen alles richtig sauber ausbetoniert. Hier gibt es scheinbar auch sowas wie einen Ofen, weil das ist ja hier wie so eine Art Abzug. Oder es ist für die Belüftung, wenn das Maschinengewehr geschossen hat, kann auch sein, dass man hier irgendwie mit einem Luftaustausch hier reingebracht hat. Weil ich kenne es aus Anlagen jetzt von Italien, Vallo Alpino. Und da gab es halt auch Filtersysteme, die beim Schießen, da entstehen ja auch Abgase, dass man die halt irgendwie rausgebracht hat. Weil wenn so ein Maschinengewehr am Dauerfeuern ist, gerade jetzt auch so ältere Maschinengewehre, ich weiß jetzt nicht, was das hier für ein Typ war, dann es könnte sein, aber wenn es jemand konkret weiß, gerne in die Kommentare. Ja, hier ist es leider so, dass wir hier ein Schloss davor haben, ein gewaltiges Schloss. Da kommen wir nicht rein. Außer oben, aber das denke ich mal nicht. Weil das ist ja hier so eine geteilte Tür, aber das ist wahrscheinlich drin auch verriegelt. Und hier hat man nochmal einen Durchguck oder Nahverteidigung, je nachdem. Und da oben halt, ja, auch für den Sauerstoffzirkulation, dass da ein bisschen Luft reinkommt. So. Oh. Jetzt muss ich erstmal hier raus. Oh. Also ich habe das hier schon mal so ein bisschen grob abgelaufen, das ist nicht einfach. Und wir werden jetzt nochmal zu der Einstellung zurückgehen, was wie so eine Art Mannschaftsbunker aussah, und gucken, was da noch drin ist. Und ja, ich denke, dann reicht das erstmal für heute. Das ist schon wieder Wahnsinn, was wir hier gemacht haben. So, da sind wir wieder. Wir werden jetzt hier unten vorbeigehen und hier rein. Aber da werde ich mir erstmal eine größere Taschenlampe holen. So. Es geht hier durch. Ihr seht es, das ist unfassbar. Wenn man das nicht oben irgendwie jetzt gerade so ein bisschen erkannt hätte, dass hier was ist, würde hier keiner denken, dass hier was ist. Guckt euch das an. Oh. Oh, kurze Pause machen, ey. Meine Güte. Oh, müssen wir die Taschenlampe hier ankriegen. Es geht rein. Erst dachte ich, hier ist ein Schloss und wir haben keine Chance, aber wir kommen hier rein. Oh, herrlich. Kommt mir schon eine kühle Prise entgegen. Oh. Ha! Na, das ist ja mal eine Überraschung. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Relativ klein. Ja, hier würden nur ein paar Betten gestanden haben. Hier sind die Haken für die Kleider. Hier war wahrscheinlich noch so eine Art Telefon. Und das war's. Ja, ich dachte jetzt,
Hier ist es nochmal eine größere Geschichte. Hier wird ein Ofen dann gewesen sein. Muss ja. Und hier eine kleine Sickergrube. Ja, krass. Hätte ich nicht gedacht. Ja gut. Dann geht's erstmal wieder raus. Ich bin noch einmal abgebogen und habe hier oben noch was gesehen, aber das muss jetzt nichts bedeuten. Ob das jetzt noch dazugehört, weiß ich nicht. Weil das hier auch so angehäuft ist. Ja doch. Ja, das ist das, was ich meine. Hier ist nochmal Schützenloch, auch ausbetoniert. Kriege ich so. Oh. Nee, das ist leider verschraubt komplett. Mal gucken, ob wir rein linsen können irgendwie. So. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ich glaube, ein bisschen müsst ihr es erkennen. Da hinten wäre der Eingang gewesen, wo ich gerade hinleuchte. Und das ist hier ein ausbetoniertes Schützenloch. Das heißt, hier irgendwo ist der Eingang. Ah, da Leute. Seht ihr? Krass. Und das meine ich, so passiert es. Ihr müsst davor stehen, sonst werdet ihr das nicht finden. Da. Hier sind mehrere Behausungen. Wow. Das ist wieder richtig Indiana Jones-like hier, Leute. Das ist richtig Indiana Jones-like. Da habt ihr wieder eine Behausung ausbetoniert im Bunker. Und hier auch. Wow. Jetzt habe ich natürlich die größere Lampe gerade im Rucksack. So. Ja, aber ihr könnt es sehen. Nur ein kleiner Mannschaftsbunker muss es sein. Oder was auch immer. Voll ausbetoniert. Und hier geht's weiter. Ich komme hier kaum noch raus. Unten geht's weiter. Leute, ich bin gefangen und ich bin auch schon richtig am Ende. Ich habe keine Körner mehr. Das Gebiet hier zu durchkämmen. Ja, also hier ist für die Schützen entsprechend eine Stellung gewesen. Da was da dran war, weiß ich auch nicht hier. Hier auch verschiedenste Pins, höchstwahrscheinlich, um hier Stacheldraht zu befestigen. Ja, hier geht's rein, hier muss man aufpassen, ja. Nur notdürftig abgedeckt. Ja. Und vielleicht gibt's hier noch mehr, aber Leute, ich werde jetzt das Video abbrechen. Ich denke, ihr habt einen Eindruck gewonnen, was es hier gibt. Aber das zu finden ist wirklich eine Kraftanstrengung bei den Temperaturen und bei dem Gelände. Und ja, das reicht für heute. Wir werden jetzt auf der Reise auf jeden Fall noch mehr zeigen. Deshalb bleibt gespannt, verfolgt unseres Video, gebt Abo, gebt Like, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und dann würde ich sagen, haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video.